schön, dass du wieder da bist. Wenn man sich dafür interessiert, ein Online-Business zu machen, wie macht man das überhaupt? Viele denken, du wirst denken, kann ich nicht, wie soll ich das machen? Ich habe nichts, ich habe keine Ahnung und ich habe auch keine Expertise und da bin ich ganz anderer Meinung. Also ich denke, wenn du Hobbys hast, wenn du Interessen hast und das vielleicht auch schon eine Weile machst, hast du eine ganze Menge Expertise. Vorab habe ich von meiner Frau, das ist meine größte Kritikerin, was meine Videos angeht und meinen Content angeht, einen Hinweis bekommen beim letzten Mal. Meinte sie, dass ich nicht so schnell laufen soll, weil ich so schnaufe beim Erzählen. Da werde ich mich heute mal dran halten. Wir werden ein bisschen langsamer laufen, wir werden ein bisschen weniger schnaufen, dafür vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Kennst dich in deinem Hobby aus, du steckst da richtig drinne. Du kannst da mit Sicherheit so einiges dazu erzählen. Ob du jetzt bastelst, malst, du fährst Fahrrad, du bist ein Biker, du machst Modellbau, du hickst, du strickst, du häkelst, was auch immer. Du hast in allem, was du da tust, eine Expertise, die du nutzen kannst, um daraus auch ein Online-Business aufzubauen. Aus allem, was du tust, lässt sich in irgendeiner Form Content erstellen, den du benutzen kannst, um deinem Ziel näher zu kommen. Ich mache da ein Online-Business draus. Und da stellt sich natürlich direkt die Frage, ja, aber ich bin doch kein Spezialist, ich bin doch kein Experte und das brauchst du nicht. Musst du nicht. Es reicht vollkommen aus, wenn du ein paar Schritte weiter bist als die Leute, denen du deinen Content zeigen willst, denen du helfen willst, in das Hobby, in die Expertise reinzukommen, wo du schon bist. Ja, also wenn wir auf einer Skala von 10 einfach mal sagen, 10 ist der voll der Spezialist, ja, der sich da auskennt, perfekt auskennt, da musst du gar nicht sein. Weil die Leute, die du abholen willst, die Menschen, die du abholen willst, die stehen irgendwo bei 0 oder bei 1. Also die haben gerade mal ganz am Anfang sich mit diesem Thema befasst und kennen sich damit noch überhaupt nicht aus. Wenn du das schon eine Weile machst und du bist vielleicht bei der 4 oder bei der 5 auf der Skala, vielleicht reicht schon die 3, dann bist du schon deutlich weiter als alle die Leute, die du abholen willst. Das heißt, du bist für die schon der Experte. Du bist der Weg, diesen Anfangsweg schon gegangen, den diese Menschen noch vor sich haben. Und du kannst ihnen zeigen, wie du diesen Weg gegangen bist, wie du das gemacht hast, wie du das beschritten hast. Und kannst die abholen. Und das ist sogar noch viel besser, als wenn du jetzt der tolle Experte da oben auf der Skala mit der 10 bist, weil da bist du schon ganz weit weg von diesen Menschen, die noch ganz am Anfang stehen. Du bist da noch ganz nah dran. Du weißt, was die denken, was die fühlen, was die brauchen. Du kannst es aus eigener Erfahrung, vielleicht eigener leidvoller Erfahrung, die du schon hinter dich gebracht hast, kannst du denen jetzt ganz einfach den Weg zeigen, den du gegangen bist, um dich da weiterzuentwickeln. Und diese Menschen folgen dir dann auch gerne, weil die einfach einen Bezug dazu haben, weil sie sich wiedererkennen in dem, was du da tust und auch auf dem Niveau, auf dem du da bist. Oft sind diese fürchterlich ausgeprägten, ausgereiften Experten, die sind so weit weg von einem, dass man da einfach keinen Bezug zu hat. Die mögen sich ja ganz toll auskennen, aber die schweben irgendwo schon in einer anderen Dimension. Und ich mag lieber mit Menschen zusammenarbeiten und auch von Menschen lernen, wo ich einen Bezug zu habe, wo ich denke, ja, das könnte ich sein. Das könnten meine Worte sein. An der Stelle bin ich auch. Ich habe auch ganz am Anfang gestanden. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme in das Thema. Bleiben wir mal bei meiner Porträtmalerei, Tierporträtmalerei, wenn ich mir die Bilder so angucke, die andere malen, auch heute noch, da bin ich stellenweise noch ein ganzes Stück weit weg von, obwohl ich schon ganz schön weit gekommen bin. Aber ich gucke mir auch im Internet natürlich solche Bilder an und Tierporträts an, wo ich manchmal denke, wow, mein Gott, die sind fantastisch, da bin ich noch ein gutes Stück weit weg von. Aber das ist ja auch wieder der Anreiz, ja? Weil man will sich verbessern, das ist ja am Ende das Ziel, man möchte solche tollen Bilder auch malen können. Und dann hat man einen Anreiz. Ja? Also ich glaube, wenn ich ganz am Ende wäre und hätte diesen Perfektionsgrad erreicht, wie ich ihn manchmal da sehe, wenn die Leute da ihre
ihre Bilder vorstellen, hyperrealistisch, wo ich denke, mein Gott, die haben es drauf. Ja, aber schön. Vielleicht schaffe ich es mal bis dahin, vielleicht auch nicht. Ich glaube, meine Tierbilder sind schon ganz gut. Auf jeden Fall reicht es aus, um Lob zu kassieren und Freude zu haben, wenn die Leute sagen, wow, toll, das macht einfach Spaß. Und wenn du an diesem Punkt bist, dass du sagst, ich habe da schon einen Vorsprung gegenüber einem Einsteiger, einem Anfänger, der gerade erst mit diesem Hobby, mit dieser Leidenschaft anfangen will, dann reicht es schon vollkommen aus, um zu sagen, jetzt lass uns mal überlegen, wie du daraus ein Online-Business aufbauen kannst, weil die Fähigkeiten dazu, die hast du schon.